Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Wunsch vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der letzten Kundenzufriedenheitsumfrage wollen wir künftig regelmäßigere Informationen über die Lage Ihres Unternehmens, der KATEK-Gruppe, geben. Etwas persönlicher auch als in E-Mails, darum die Entscheidung, Videopodcasts neu zu beginnen. Das ist der Start und aus aktuellem Anlass möchte ich neben der geschäftlichen Entwicklung der KATEK-Gruppe im Jahr 2019 und was haben wir erreicht, was haben wir vielleicht auch nicht erreicht, Ihnen einen Ausblick geben aus das, was 2020 passiert ist oder passieren wird im Quartal 1. Und ich möchte dann aber auf die Auswirkungen von Corona eingehen und was das alles für die KATEK-Gruppe und für Sie ganz persönlich heißt und heißen wird. Lassen Sie uns mit 2019 und den Start in 2020 anfangen. Was haben wir 2019 geschafft? Zunächst einmal den Kauf und die Integration der Elektrotechnik Lauter GmbH Anfang des Jahres, unserem Spezialisten für Embedded Systems. Später dann im Laufe des Jahres, im Herbst, der Erwerb der Bebro-Gruppe, bestehend aus der Bebro Frickenhausen und Horny-Sucher sowie der E-Systems und der B-Flex. Wir haben ein neues und einheitliches Branding für die gesamte KATEK-Gruppe eingeführt, also alle klassischen EMS-Unternehmen in der Gruppe firmieren unter der Dachmarke KATEK. Es gibt ein paar Ausnahmen, die mit ihrem Namen weiterfahren und dann den Zusatz KATEK Brand haben. Das sind die E-Systems, die Produktmarke Steka und die B-Flex. Der Umsatz 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 60% gewachsen, auf nunmehr über 260 Millionen konsolidierten Umsatz. Und dieses Wachstum haben wir zum einen natürlich den neuen Gruppenmitgliedern, die neu dazugekommen sind, zu verdanken, aber auch, dass wir ein sehr, sehr starkes organisches Wachstum in der KATEK Memmingen, also der alten Steka, gehabt haben, und zwar sowohl im EMS als auch im Bereich Solarenergie. Dafür möchte ich auch nochmal ganz herzlich Dankeschön an die Kollegen sagen. Hätten wir alle Firmen, die wir jetzt in der Gruppe haben, bereits im letzten Jahr vollumfänglich in der Gruppe gehabt, dann wäre der Umsatz sogar noch ca. 100 Millionen höher gewesen. Aber auch mit den tatsächlich in der Bilanz dann nachzulesenden 260 Millionen sind wir, und da können wir wirklich drauf stolz sein, mittlerweile die klare Nummer 2 in Deutschland, hinter Zollner, aber vor allen anderen EMS-Anbietern in unserem Land. Und ja, ebenso wichtig, das Geschäft, das wir gemacht haben im letzten Jahr, war profitabel. Aber, und auch das muss ich sagen, wir sind bei weitem noch nicht da in der Profitabilität, wo wir sein wollen. Wir gehören in puncto Profitabilität, auch wenn wir Nummer 2 in Deutschland sind, noch nicht zu den Besten in unserer Branche. Und da werden wir selbstverständlich hart dran arbeiten, dort in den nächsten Quartalen und Jahren aufzuschließen und nachzuholen. Auch der Start ins Jahr 2020, liebe Kolleginnen und Kollegen, war ein sehr guter. Wir sind trotz der ganzen vielbesungenen Konjunkturschwierigkeiten gut durch den Januar und Februar gegangen. Wir haben uns in den meisten Töchtern sehr, sehr positiv entwickelt. Auch die KATEK in Grassau und Ungarn, die aufgrund einiger Schwierigkeiten von Kunden etwas schwächere Quartale zum Ende 2019 hatte, ist wieder auf einem vernünftigen Niveau anbelangt und ist auch in beiden Monaten wieder profitabel gewesen. Auch hier ein ganz herzliches Dankeschön für all die Arbeit, das hinzubekommen. Ja, jetzt gibt es noch eine weitere sehr, sehr erfreuliche Nachricht, nämlich wir haben ein weiteres Gruppenmitglied an Bord bekommen, nämlich am 16. März, also diesen Montag, hatten wir das Closing, also die finalen Vertragsunterschriften mit der Huf-Gruppe zur Übernahme der Elektroniktochter in Düsseldorf, die künftig als KATEK Düsseldorf GmbH firmiert. Und ich möchte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen KATEK
Düsseldorf, die seit Montag neu zu unserer Gruppe gehören, ganz, ganz herzlich auch in diesem Rahmen nochmal willkommen heißen. Ich freue mich ganz persönlich auf die Zusammenarbeit mit all diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Geschäftsführer Lothar Bär, der ja der alte und auch der neue Geschäftsführer dieser Einheit ist. Die Kompetenz und Leidenschaft der Kolleginnen und Kollegen, die ich dort habe kennenlernen dürfen, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ohne weitere Zukäufe, aber natürlich mit der KATEK Düsseldorf an Bord, haben wir eine gute Chance, in 2020 einen profitablen Umsatz von über 400 Millionen, vielleicht sogar 450 Millionen zu erreichen. Und jetzt kommt der Wehmutstropfen, so sah es jedenfalls bis vor wenigen Wochen aus oder Jahrtagen. Aber dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, kam die Corona-Krise und damit komme ich zum zweiten Teil dieses Videopodcasts. Ja, die Corona-Krise, was heißt das für die KATEK-Gruppe und jeden Einzelnen unter uns? Ich weiß, dass die Corona-Krise und die täglich sich überschlagenden Hiobsbotschaften Sie alle zutiefst beunruhigen und Ihnen und Ihrer Familie große Sorgen bereitet. Es sind Fragen wie schütze ich meine Familie, insbesondere die älteren Leute über 65, die, wie wir wissen, besonders gefährdet sind. Und natürlich, was ist mit meinem Arbeitsplatz, wenn rundum die wirtschaftliche Lage immer schwieriger wird. Zunächst einmal, auch ich selbst habe die Situation rund um Corona noch vor 2 Wochen klar unterschätzt und bin mittlerweile sehr in Sorge um meine Eltern. Meine Mutter ist 73, mein Vater wird dieses Jahr 80. Und ich mache mir zusammen mit den anderen Kollegen im KATEK Management ebenfalls sehr viele Gedanken darüber, wie wir sicherstellen können, dass wir die Krise als KATEK-Gruppe gemeinsam gut überstehen. In den nächsten Wochen ist ein massiver Einbruch der Bedarfe vieler unserer Kunden zu erwarten, und zwar in den allermeisten Branchen. Der Coronavirus hat einer ohnehin schwächelnden Konjunktur, da sind sich alle Experten einig, dieses Jahr den Todesstoß versetzt. Wie jeder an den kollabierenden Aktienkursen und den sich jagenden Meldungen greift nur die aus den letzten Tagen im Automotive-Bereich zurück. Ja, auch eine wichtige Kundenbranche von uns. Alleine der PSA-Konzern, Mercedes, Opel, Daimler, also Mercedes, Daimler, plus auch heute BMW noch angekündigt, stellen alle die Produktion für mehrere Wochen ein, und das hat selbstverständlich Auswirkungen auch auf unsere Gruppe. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Deutschland exportiert mehr als die Hälfte seiner Wertschöpfung in alle möglichen anderen Länder, und all die Exportunternehmen, nicht nur im Automotive-Bereich, sondern auch Consumer, Maschinenbau und viele mehr, sind unsere Kunden. Und darum wird es an uns selbstverständlich nicht vorübergehen, wenn diese Exportfirmen nun hart durch Corona getroffen werden. Wir gehen davon aus, dass die Abrufe in den meisten Branchen schlicht massiv zurückgehen werden in den nächsten Wochen und Monaten und es kaum neue Projekte geben wird. Daraus, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind zwei Dinge abzuleiten. Erstens, wir müssen und werden in den nächsten Wochen und Monaten alles tun, um gesundheitlichen Schaden von unseren Mitarbeitern und den Angehörigen abzuwenden. Dazu gehört, dass wir uns exakt an die täglich aktualisierten Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes halten, wie wir uns zu verhalten haben und wer zum Beispiel in Quarantäne gehen sollte und wo das nicht geboten ist. Diese Richtlinien liegen der Geschäftsführung und den Personalabteilungen aller KATEK-Unternehmen vor und werden dort umgesetzt. Dies führt auch teilweise zu einer betrieblichen Umstellung in dem einen oder anderen Unternehmen, beispielsweise in der Schichtplanung, in den Prozessen oder auch in den Pauseregelungen. Ich bitte darum um Verständnis und um Ihre Mitwirkung. Es kann auch dazu führen, dass wir besonders kontaktintensive Aktivitäten, wie zum Beispiel auch Betriebsversammlungen, Mitarbeiterversammlungen und aber auch Bereiche, wie zum Beispiel Kantinen, teils komplett
schließen müssen oder die Benutzung massiv einschränken und mit entsprechenden Anweisungen hinterlegen. Bitte auch dort an die Anweisungen halten, es ist in unser aller Interesse. Über Selbstverständlichkeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich hier gar nicht lange sprechen, wie häufiges Händewaschen, mindestens 30 Sekunden, Husten und Niesen nur in die Armbeuge, Nutzung von Desinfektionsmitteln sowie jegliche Vermeidung von Menschenansammlungen. Fahren Sie auch bitte ab sofort in keine der vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogebiete. Dazu gehören auch Tirol in Österreich und auch ganz Italien. Und ganz, ganz wichtig, wenn Sie engen Kontakt zu einem Corona-Infizierten haben sollten, bitte teilen Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten und oder der Personalabteilung mit, damit geeignete Maßnahmen getroffen werden können. Kurzum, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen Sie bitte die Situation so ernst, wie ich das tue. Bleiben Sie, abgesehen von der Arbeit und dringenden Besorgungen, bitte zu Hause. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag dafür, dass die Behörden die Situation weiterhin im Griff behalten und vor allem die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Die zweite Priorität, die wir haben, neben dem Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter und von deren Angehörigen, ist die Aufrechterhaltung der Produktion und damit auch verbunden die Sicherung der Arbeitsplätze. Solange es Bedarfe unserer Kunden gibt, müssen wir sicherstellen, dass wir diese Bedarfe auch mit Belieferung sicherstellen. Unsere Kunden verlassen sich auf uns, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und die Unternehmensleitung wird alles tun, damit wir zum einen weiterhin mit Bauteilen versorgt werden. Dazu haben wir auch eine Einkaufstaskforce eingerichtet, die bereits seit mehreren Wochen sehr, sehr erfolgreich arbeitet. Und zum anderen, dass wir die Produktion trotz höherer Krankheitsraten fortführen können. Ich bitte Sie alle, dies in unserem gemeinsamen Interesse nach Kräften zu unterstützen, auch wenn es schwierig wird. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Hinweis darauf geben, dass alleine 3 unserer Tochtergesellschaften Elektronik produzieren für sehr wichtige medizintechnische Kunden. Elektronikbaugruppen, die dann hinterher in Beatmungsgeräten eingesetzt werden, zum Beispiel auf Intensivstationen oder in Blutanalysegeräten. Bei all diesen Kunden verzeichnen wir momentan erhöhte Bedarfe, die wir selbstverständlich versuchen wollen, nach bestem Wissen und Gewissen so schnell wie möglich zu befriedigen, weil wir damit auch nicht nur in Deutschland, sondern teilweise auch in Italien und anderen Ländern helfen können, dass die Intensivstationen, dass die Krankenhäuser, dass die Diagnoseinstitute mit den entsprechenden Geräten ausgestattet sind. Bitte unterstützen Sie das. Wir müssen die Produktion aufrechterhalten. Wir rechnen insgesamt mit massiven Bedarfseinbrüchen, wie ich ausführte, in einigen, wenn nicht sogar allen KATEK-Töchtern in den nächsten Wochen und Monaten. Mein persönliches Versprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir alle Register ziehen werden, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Und dafür werden wir insbesondere sehr schnell und konsequent an jedem Standort, an dem wir sehen, dass die Bedarfe wegbrechen, Kurzarbeit anwenden. Regierung, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften haben uns hier bereits in der letzten großen Krise 2008, 2009 ein Instrument an die Hand gegeben, mit dem größere Arbeitsplatzverluste damals vermieden werden konnten und auch wieder vermieden werden können. Kurzarbeit dient primär dazu, Unternehmen auch bei Umsatzverlusten Entlassungen zu ersparen, ohne dadurch die Existenz zu gefährden. Und ich sage noch einmal, unser Ziel ist es, diese Krise ohne Arbeitsplatzverluste zu überstehen. Wir prüfen ähnliche Maßnahmen, selbstverständlich auch für Bulgarien, Tschechien und Ungarn und prüfen dort aktuell die gesetzlichen Bestimmungen. Zur raschen Umsetzung und Vorbereitung dieser Maßnahmen ist die Geschäftsführung oder sind die Geschäftsführungen ihrer Arbeitgeberunternehmen bereits auf die Arbeitnehmervertreter zugegangen
Und es gilt jetzt darum, entsprechende Vereinbarungen miteinander zu treffen und dann an Sie auch zu kommunizieren, was beschlossen ist, damit wir vorbereitet sind. Es kommt auf Geschwindigkeit jetzt an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gute ist, erstens, die Krise trifft uns als KATEK, Gott sei Dank, nicht in einem Moment der Schwäche, sondern wir sind ein stark wachsendes, kerngesundes Unternehmen mit Kunden aus allen Branchen. Wir haben viele neue, vielversprechende Projekte in den letzten Monaten und Quartalen gewonnen, was auch der gute Start ins Jahr 2020 zeigt. Wir werden also nicht in einer schwachen Situation im ungünstigen Moment getroffen, sondern in einer Position der Stärke. Und zweitens, die Krise wird aller Voraussicht nach eine nur vorübergehende sein. Und sobald es gelungen ist, das Virus in den Griff zu bekommen, wird es auch wieder aufwärts gehen und es wird auch jede Menge Aufholeffekte geben. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie alle, die genannten Maßnahmen und Ihre Geschäftsführung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen nach Kräften zu unterstützen, um Schaden von Ihnen, Ihrer Familie, der Firma und unseren Kunden fernzuhalten. 2020, ohne Zweifel, wird ein sehr schwieriges Jahr. Aber wir wissen, was zu tun ist, wir packen es an und am Ende, das verspreche ich Ihnen, werden wir stärker dastehen als zuvor. Danke fürs Zuhören, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bleiben Sie und Ihre Familie bitte gesund.